Ja, natürlich wollen wir auch an diesem Freitag auf die Frage blicken, was denkt Deutschland? Und dazu begrüße ich ganz herzlich bei mir im Studio Gerrit Richter vom Meinungsforschungsinstitut CIVEY. Schön, dass du bei uns bist. Hallo. Sehr gerne. Ja, und auch wir wollen mit der Migration starten. Die Migrationsfrage lässt die Menschen nicht los. Und ihr wolltet wissen, wie bewerten die Befragten die bisherige Praxis, Personen aus Syrien für gewöhnlich einen subsidiären Schutzstatus hier in Deutschland zu gewähren? Ja, genau. Subsidiärer Schutzstatus. Muss man vielleicht einen Satz dazu sagen? Also weder nach Asylrecht noch nach Flüchtlingsrecht dürfen in der Regel Personen aus Syrien in Deutschland bleiben. Das bewerten die Deutschen sehr kritisch. Nur 2 von 10 Deutschen, genau gesagt 23%, halten diese Praxis für richtig. 10%, jeder Zehnte ist unentschieden. Die große Mehrheit, 67%, also 7 von 10 Deutschen, halten diese Praxis für falsch. Das spaltet sich wieder so ein bisschen an den verschiedenen Parteianhängern. Anhänger von Linken, SPD und Grünen halten diese Praxis für richtig. Die Anhänger der anderen Parteien halten sie für falsch. Aber es zeigt sich, die Politik wird auch nicht um diese Frage herumkommen. Denn es gibt jetzt ein Urteil vom Oberverwaltungsgericht in Münster. Und da hatte ein straffälliger Syrer geklagt. Und das Oberverwaltungsgericht hat ihm jetzt den subsidiären Schutzstatus abgesprochen. Begründung: in dieser Region seines Heimatlandes gäbe es eben keine Gefahr mehr für ihn, für Leib und Leben. Das könnte einiges in Bewegung bringen. Was sagen denn die Befragten zur Sicherheitslage in Syrien? Ja, genau. Das ist die Gretchenfrage. Ist Syrien dann aktuell ein sicheres Land oder ist es das nicht? Die Deutschen sind da sehr gespalten in ihrer Meinung. 47%, also etwa die Hälfte, sagen, ja, Syrien ist aktuell ein sicheres Land. 44%, 3% weniger, das ist ganz knapp, sagen, nein, Syrien ist kein sicheres Land. 10% sind unentschieden. Auch hier wieder, das spaltet sich an den Parteianhängern. SPD, Linke, Grüne halten Syrien für ein nicht sicheres Land. Die Anhänger der anderen Parteien halten Syrien für ein sicheres Land. Also das bleibt noch eine spannende Debatte, wenn es nach den Deutschen geht. Jetzt wagen wir den Blick in die USA. Ein Riesenthema seit über einer Woche, der US-Wahlkampf. Und der Kandidatenwechsel bei den Demokraten, der bringt viel frischen Wind in den Wahlkampf. Was sagen da denn die Deutschen? Wer hätte denn bessere Chancen für die US-Präsidentschaftswahl? Ja, bringt auch frischen Wind bei den Deutschen rein, weil die Deutschen haben einen klaren Favoriten. Nach der Einschätzung der Deutschen hat Kamala Harris die Nase vorn. 48%, die Hälfte der Deutschen sagt, sie macht das Rennen. Jeder Fünfte, 21% sind unentschieden. Nur jeder Dritte glaubt, dass Donald Trump der Sieger ist. Auch hier wieder, es sind die Anhänger der AfD, die an den Sieg von Donald Trump glauben. Die Anhänger fast aller anderen Parteien sagen, Kamala Harris macht das Rennen. Ja, und damit verbunden auch die Frage nach den diplomatischen, politischen Beziehungen. Was glauben die Deutschen, wer wäre der verlässlichere Partner für Deutschland als Präsident? Ja, hier wird die Meinung noch ein bisschen eindeutiger. Ja. Das kennen wir schon aus der ersten Amtszeit von Donald Trump. Ganz klar, die Deutschen sagen, 70% Kamala Harris wäre der verlässlichere Partner. Nur 18% denken, dass Deutschland mit einem Präsidenten Donald Trump besser fahren würde. Ja, und jetzt wollen wir noch eine weitere Frage eben zu diesem US-Wahlkampf wagen. Denn natürlich ist es ein Riesenthema in Deutschland. Und nahezu jeder Politikerin hat sich geäußert zu diesem Kandidatenwechsel bei den Demokraten. Und teilweise hatte man da schon das Gefühl, die Sympathien auch bei den Politikern, die sind ganz klar verteilt. Und sie haben das auch sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Was sagen die Deutschen? Sollten deutsche Politiker so ausdrücklich Stellung beziehen zum Wahlkampf zu Kandidaten in den USA? Ja, das ist spannende Debatte. Darf man sich da einmischen? Darf man sich nicht einmischen? Die Deutschen sagen, nein, man sollte sich nicht einmischen. Nur 26% der Deutschen, nur jeder Vierte sagt, eine solche Meinungsäußerung ist angemessen. Man wünscht sich da mehr Zurückhaltung. 55% der Deutschen, also mehr als die Hälfte, sagen, deutsche Politiker sollten sich aus dem US-Wahlkampf raushalten. Auch hier wieder, es geht ganz klar nach Parteigrenzen. Anhänger von SPD und Grünen sagen, wir sollen uns einmischen. Alle anderen sind da deutlich, deutlich skeptischer. Gerrit, danke schön für dieses Meinungsbild und ein wunderschönes Wochenende wünsche ich dir. Sehr gerne, dir auch.